Hallo liebe Modellautofreunde, ich darf euch herzlich begrüßen zu einem neuen Video von mir und ich wünsche euch allen ein frohes Neujahr und hoffe ihr seid gut ins neue Jahr 2018 reingerutscht. Und zwar möchte ich euch heute ein Weihnachtsgeschenk von mir vorstellen, was meine Freundin mir geschenkt hat. An dieser Stelle danke dafür. Wer es vielleicht nicht mitbekommen hat, Porsche hat 2017 den 1 Millionsten 911er vom Band gelassen. Und Porsche hat zum Jubiläum des 1 Millionsten Porsche dieses Set hier herstellen lassen, und zwar von der Firma Spark. Ich möchte euch heute das Set vorstellen und erstmal gemeinsam mit euch auspacken. Gucken wir uns die Packung an. Es liegt hier in einem schönen weißen Karton. Zu sehen ist dieses Pepita-Muster. Ja, das hier. Mit dem irisch-grün, wo später auch die Fahrzeuge die Farbe tragen. Man sieht vorne aufgedruckt 911, 1 Million von Porsche. Die Seiten sind recht unspektakulär. Hier steht nochmal die Nummer. WAX, das bedeutet, es ist streng limitiert. Gibt es nicht nochmal. Hier auf der Seite ist nichts. Und auf der Rückseite, da haben wir nochmal entsprechende Informationen zur Firma selber, der Porsche AG. Das ist die Rückseite. Ziemlich unspektakulär. Genau. So, ich habe euch die Folie jetzt mal abgemacht, damit das nicht so stört mit dem Geräusch. So, und jetzt packen wir das schöne Modell mal aus, oder die schönen Modelle. So, da kommt es auch schon. Dann schaut euch das mal an. So, Moment. Das hier ist das Set. So Leute, ich habe jetzt nochmal die andere Folie weggemacht und jetzt schaut mal hier. Das ist das Set. Das kommt auf einer weißen Holzplatte daher, wo man hier beides mal die Typenbezeichnung sieht von den beiden Autos. Hier oben sieht man noch einmal das Emblem Porsche 911 Nummer 1 Million. Und ich hebe jetzt mal den Plexiglasdeckel ab. So. Und jetzt können wir die Modelle ganz ohne Verpackung begutachten. Und ihr seht ganz genau hier auf der linken Seite der erste 911. Auf der rechten Seite der 1 Millionste Porsche. Ja. Das ist nämlich ein 911er Carrera S geworden. Der 991 vom Typ 2 oder Phase 2. Habt ihr schon gemerkt, hier steht Porsche Typ 901. Was hat es damit auf sich? Also ich habe das bis vor kurzem auch noch nicht gewusst. Und zwar ist es so, dass Porsche damals diesen Porsche unter dem Namen 901 kreiert hat und eigentlich auch so unter diesem Namen verkaufen wollte. Nun hatten sie aber Folgendes nicht bedacht, und zwar hatte Peugeot die Markenrechte an der Bezeichnung 901. Und Porsche hat jetzt aber schon eine kleine Stückzahl produziert gehabt von den Modellen hier und mussten ihren Namen von 901 auf 911 ändern. Das war die Geburtsstunde des Porsche 911. Die zwei Modelle stehen auf einer weißen Holzplatte, wo auch dieses Pepita-Muster wieder zu sehen ist. Hier könnt ihr das nochmal angucken. Also das ist das, was die Autos auch früher, oder das erste Modell in ihrem Stoff, was sie in ihren Sitzbezügen drin hatte. Könnt ihr hier genau sehen.
Ich blende euch noch etwas größere Fotos ein, da seht ihr das besser. Und beim neuen Modell haben sie ebenfalls Pepita Mustersitze genommen. Oben ist noch das Emblem Porsche 911, die Nummer 1 Million. Jetzt fragt man sich vielleicht, warum ausgerechnet in dieser Farbe grün? Nun, das ist nicht irgendwelcher Zufall, sondern diese Farbe nennt sich Irischgrün. Und diese Farbe ist ganz bewusst gewählt worden, weil Ferdinand Porsche, einer seiner ersten Fahrzeuge von diesem Typen hier, 901, war irischgrün. Und da wollte man den Bezug vom alten zum neuen wiederherstellen. Und ich finde, das ist eigentlich ganz gut gelungen. Ist ja auch eine sehr schöne Farbe eigentlich. Vorgestellt wurde der erste 901er 1963 auf der IAA Frankfurt. Und nun, 7 Generationen später, gibt es im Prinzip dieses schöne Modell. Meiner Meinung nach die beste Weiterentwicklung, möchte ich behaupten. Eines auch der schönsten Modelle, die Porsche jemals gebaut hat. Ganz besonders gefällt mir, ich meine natürlich klar die Form, aber die ist ja bei allen Porsches einzigartig und sehr markant. Nein, mir gefällt ganz besonders das Heck. Ja, mit diesen tollen Rückleuchten, die wirklich sehr, sehr schnittig aussehen, sehr sportlich. Und hier kann man auch gut sehen, ich blende euch das nochmal jetzt als Bild ein, den goldenen Schriftzug des Porsche 911ers, der ebenfalls bei dem ersten Modell hier oben, hier auf dem Heckdeckel, angebracht wurde. Außerdem kann man beim kleinen Modell des 1 Millionsten Porsche in der B-Säule auch so ein goldenes Emblem sehen, 1 Millionster Porsche. Ja, ich finde die Modelle von Spark sind eigentlich sehr gut umgesetzt worden. Ich habe jetzt auf den ersten Blick keine Mängelungen feststellen können. Ich bin zufrieden. Es gibt aber noch ein anderes Modell, was ich mir eigentlich auch zulegen wollte. Und zwar war das der neue Porsche im Maßstab 1:18 mit einer Holzplatte, aber braun. Sah sehr edel aus oder sieht sehr edel aus. Und natürlich auch irischgrün. Das Problem war aber offenbar, dass in der Produktion offenbar viele Modelle sehr, ja, Fehlproduktion erlitten haben. Also sehr viele Modelle von den 1:18ern wurden im Prinzip, ja, fehlerhaft ausgeliefert und offenbar so viel, dass sie die ganzen Modelle wieder vom Markt genommen haben. Mich würde das natürlich interessieren, ob es jetzt neue Modelle gibt, ob Spark nochmal ein Nachfolger quasi Modell rausbringt oder eine verbesserte Version. Denn es ist doch wirklich schade, weil es ist ja nicht irgendein Porsche, sondern ein ganz besonderes Modell. Und es wäre ja wirklich schade, wenn das nicht entsprechend geehrt wird. Ich meine, dieses Set ist natürlich auch eine Ehre für dieses Modell. Aber geplant hatten sie ja auch noch das Große und warum auch nicht, ja. Also ich fände es schön, wenn Porsche sich da nochmal entscheiden würde oder Spark, je nachdem wer dort die Entscheidungsmachten hat, ein entsprechend neues Modell oder verbessertes Modell auf den Markt zu bringen. Das fände ich großartig. Ja, ansonsten hoffe ich, dass euch eine kleine Vorstellung hier gefallen hat von diesem Set. Ich finde, wenn man Autos sammelt, beziehungsweise Modelle, vor allem deutsche Marken, gehört dieses Set eigentlich zu jeder Sammlung dazu. Denn es ist wirklich ein Stück Autogeschichte. Es ist wirklich einer der Top-Sportwagen auf dieser Welt. Und man sieht halt durch seine Form, diese Beliebtheit hat im Prinzip nie abgerissen. Und ich denke auch, dass in Zukunft Porsche da vom Design her nicht arg viel verändern wird, weil einfach dieses Modell ist einfach stilvoll und einfach eine Ikone. Ja. Da gibt es im Prinzip nicht viel zu verändern. Die Grund-DNA bleibt immer die gleiche. Und Porsche sollte sich dem auch treu bleiben. Ich habe noch ganz vergessen, dass dieses Set
laut einer bekannten Modellautozeitschrift auf 900 Stück weltweit limitiert ist. Also relativ rar. Und es gibt aktuell noch ein paar zu bekommen. Und ich möchte euch tatsächlich dazu raten, falls ihr euch wirklich dieses Modell zulegen möchtet, tut es bald, denn sie sind bestimmt bald vergriffen. Und mit diesem Modell bzw. mit diesem Set habt ihr wirklich eine tolle Bereicherung in eurer Sammlung. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gebt mir bitte einen Daumen nach oben. Ja. Und abonniert meinen Kanal, falls noch nicht getan, und vergesst bitte nicht, die kleine Glocke zu drücken, denn dort bekommt ihr immer dann die neuesten Informationen, neue Videos, neue Videobenachrichtigungen, wenn ich wieder was hochlade. Also, in diesem Sinne, macht's gut. Ich wünsche euch noch ein frohes neues Jahr. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.